Hallo liebe Purple Family, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Purple Lounge. Charlie, hallo, schön, dass du wieder da bist. Hallo Florian. Hallo Hanna. Super, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute mal ausnahmsweise an einem Dienstag, aber wir können euch heute versprechen, wieder mit tollen Informationen um die Ecke zu kommen und auch mit tollen Gästen. Ja, Nummer 1, wir haben eine neue Rubrik bei uns. Florian, wie heißt diese? Ja, wir haben uns ausgedacht, wir nennen das Ganze News aus dem Office. Ja. Die Fans, also ihr, habt uns vor ganz, ganz vielen Herausforderungen gestellt und ganz viele Fragen uns gestellt. Und so soll es auch sein. Deswegen machen wir das Ganze auch, um Informationsfluss aufrechtzuerhalten, um Neuigkeiten rund um Frankfurt Galaxy einfach euch mitzuteilen und die ganzen und alle Abläufe transparenter zu machen. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir zu einer festen Institution machen und haben uns dafür jemanden aus dem Office eingeladen. Und dazu kommen wir dann gleich, um alle eure Fragen zu beantworten. Wir hoffen, dass wir sie beantworten können. Das auch gleich als Bitte wieder für euch. Schreibt uns eure Fragen, weil nur so können wir die Informationen nach draußen bringen, so können wir oder auch das Team im Office lernen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und ein großes Anliegen. Ich würde tatsächlich auch schon mit der ersten Frage starten, die wir tatsächlich auch an euch haben. Wir hatten das ja in der letzten Folge so, dass wir nach dem Dreh der eigentlichen Purple Lounge noch Fragen hatten von euch an die Spieler und dann zusammen mit den Spielern auch diese beantwortet haben. Frage ist natürlich, wie hat euch das gefallen? Die wurden als Instagram-Stories dann entsprechend veröffentlicht. Das heißt hier die Frage, wollt ihr das auch so haben? Möchtet ihr das schriftlich haben? Ist euch das überhaupt wichtig? Das sind natürlich Punkte, die dann auch für uns entsprechend interessant sind und wo wir uns auch sehr gerne und vielleicht dann auch euch euren Wünschen widmen können. Ja, dann haben wir heute auch ein kleines Novum in der Show. Hanna, jetzt würde ich als erstes Mal oder zum ersten Mal an dich abgeben, um einfach ein bisschen über unsere Show heute zu sprechen. Was passiert denn heute Neues oder was ist denn heute das erste Mal so besonders? Genau, also bevor wir mit dem, was heute besonders ist und so weiter starten, erstmal kurz würde uns interessieren, wie euch letzte Woche die Show gefallen hat, mit dem kleinen Spiel, das wir ja hatten, was wir vorhaben öfter zu machen, wenn wir Fans im Studio haben und generell, wie euer Feedback ist zu Fans im Studio. Ist das was auch für euch irgendwie interessant wäre für die Zukunft? Und schreibt uns das einfach in die Kommentare oder schreibt uns das auch die nächsten Tage gerne auf Instagram oder wo auch immer, dass wir Bescheid wissen. Das fänden wir nämlich sehr interessant zu wissen. Genau, dann haben wir heute auch wieder einen Promocode, der bis heute Abend nur gültig ist, also ab jetzt bis heute Abend. Den können wir gerade mal einblenden. Hoffe ich. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Genau, der ist ab jetzt gültig, bis heute Abend nur bis 24 Uhr. Der gilt auf alles, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis auf Sale-Artikel. So. Aber ansonsten auf sonst alles, also fleißig shoppen, 25% gibt es da. Und dann ist heute, was wir eben besonders haben, wir haben heute, wie ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen habt, 2 unserer internationalen Importspieler da. Dementsprechend müssten wir heute auf Englisch wechseln. Jetzt ist die Frage, können wir das Ganze auf Englisch lassen? Die Interviews, also die Fragen müssen wir natürlich den Spielern auf Englisch stellen. Sollen wir das übersetzen? Die Fragen, die Antworten. Ich schicke jetzt hier gleich in Twitch mal eine kleine Abstimmung raus, dann könnt ihr das einmal eintippen und einmal abstimmen, wie ihr es gerne hättet, damit wir Bescheid wissen und dementsprechend die Sachen dann übersetzen. Genau, das war es, glaube ich, soweit von mir für heute, richtig? Also nicht für heute, um Himmels Willen, für jetzt. Und dann, Flo, glaube ich, legen wir schon mit dem ersten Gast los. Noch nicht ganz? Nein? Okay, Entschuldigung. Alles gut. Wir kommen zum Charlie. Und den Charlie stellen wir immer als das Fangesicht schlechthin vor. Ja. Jeder kennt ihn im Stadion. Charlie macht die Stimmung. Jeder kennt ihn mit Schminke im Gesicht. Und wir hatten ja das große Thema die Standing Purples, euer Fanclub.
Ja. Und da kamen ganz, ganz viele Fragen dazu. Wie ist der Fanclub denn aufgebaut und wie kann man euch unterstützen? Wie kann man ein Teil von euch werden? Und jetzt würde ich dich doch einfach mal bitten, erzähl doch da mal so ein bisschen Insights. Ne? Wie kann man euch noch mehr unterstützen? Wie kann man ein Teil von euch werden? Und was gibt es Neues bei euch aus dem Fanclub? Und ich glaube, ihr hattet ja ein Treffen. Genau. Also also wie sind wir aufgebaut oder was sind wir? Tatsächlich sind wir ein mehr oder ich nenne uns immer ganz gern so ein loser Verband positiv Verrückter. Das heißt, wir sind alle sehr motiviert, tatsächlich da noch die Galaxy zu unterstützen, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr rauszugehen als, ich sage jetzt mal, nicht der normale Zuschauer, aber ein Stadiongänger, der einfach nur hingeht, um entsprechend einen schönen Tag zu haben, ist es für uns auch wichtig, da noch ein bisschen mehr herauszuführen. Und für die Leute, die es auch schon gesehen haben, sind wir auch immer wieder sehr dabei, in den Blöcken A und B nicht nur für Lärm zu sorgen, sondern tatsächlich auch die Leute mehr oder weniger ganzheitlich zu unterhalten. Und genau, dafür treffen wir uns tatsächlich vor dem Stadion. Je nachdem, ob sich Leute bereits schminken oder ob wir Aktionen geplant haben, werden die dann auch entsprechend vorbereitet. Das heißt, wir gehen eigentlich nie unvorbereitet weder in eine Saison noch an einen Spieltag. Und das passiert immer alles so ein bisschen in WhatsApp-Gruppen, beziehungsweise wir haben mittlerweile auch einen Discord-Server, wo wir uns einfach abstimmen, neue Designs planen, wie zum Beispiel die Flagge, die wir im Hintergrund haben, oder also diese Hellhound-Flagge, die wahrscheinlich viele von euch kennen, auch die Geschichte mit den Aufklebern oder auch die Fanfahrten. Das sind alles Dinge, die wir außerhalb des normalen Spieltags planen und dann versuchen am Spieltag euch, den Fans, beziehungsweise auch den Coaches und Spielern natürlich näher zu bringen und einfach auch zu zeigen, dass wir euch supporten und dass wir euch möglichst eben den Rücken stärken können. Die Art und Weise, wie ihr da draußen zu uns stoßen könnt, wir haben eine Instagram-Seite. Dort haben wir aktuell 3 Leute, die entsprechend auf Nachrichten reagieren. Und für uns ist es eben wichtig, eine möglichst harmonische Gruppierung zu haben. Tatsächlich haben wir es aktuell geschafft, bei ungefähr 40 Leuten eine ziemlich harmonische Gruppe zu haben. Wir haben dort auch wirklich, wie man so schön sagt, Leute aller Couleur. Also ich glaube, unser jüngstes Mitglied ist 7 Jahre alt, bis hin zu wirklich den Ur-Galaxy-Fans, die auch dann in den wirklich Anfang der 90er noch sowas dabei waren und das entsprechend mitgemacht haben, haben wir wirklich eine sehr große Bandbreite und unterschiedliche Facetten von Leuten, auch wo sie herkommen, teilweise aus hinter Darmstadt oder teilweise aus Koblenz. Aber ja, und dann versuchen wir es möglichst digital uns abzustimmen, zu treffen und dann eben an den Spieltagen auch dabei zu sein. Bis jetzt sieht es so aus, dass wir für dieses Jahr erstmal, ich sage jetzt mal, einen Einstellungsstopp haben, sprich erstmal keine Mitglieder mehr aufnehmen, da wir einen Jahresbeitrag haben und keinen Saisonbeitrag. Der Jahresbeitrag ist bei uns 24 €, sprich 2 € pro Monat. Und darüber starten wir immer unsere Finanzierung von so Sachen wie Stickern oder Flaggen, die wir verkaufen, um eben mit dem Gewinn von diesen Flaggen und den Stickern eben auch wieder so Sachen wie eine Fanfahrt finanzieren zu können. Also alles, was wir tatsächlich auch finanziell einnehmen, geht dann auch wieder entweder in den Block rein, sodass wir da zum Beispiel Konfetti haben oder wenn Flaggen oder sowas kaputt gehen, dass wir die reparieren können, oder eben für Auswärtsfahrten, dass wir da entsprechend die Möglichkeit eben haben, mehr oder weniger mit einem eigenen finanziellen Pool Dinge zu starten und zu unterstützen. Okay. Wir als Coaches oder die Spieler wissen es, dass ihr eine Riesenstimmung macht im Stadion und wir können sehr, sehr stolz darauf sein, so eine Fanbase oder so eine organisierte Fangruppe auch hinter uns zu haben. Danke. Wenn wir jetzt auswärts fahren, ich denke da so an Spiele in Köln, Barcelona,
oder auch Stuttgart, Ja. die ähnliche Gruppierungen haben. Erzähl uns doch mal da so ein bisschen, gibt es da Kontakte unterhalb der Fanclubs? Wie ist da die Kommunikation? Gibt es denn sowas? Gibt es sowas wie Fanfreundschaften? Oder ist es dann doch vielleicht auch so ein bisschen wie im Fußball so eine Rivalität? Oder gibt es das bei euch, bei uns im Football gar nicht? Also ich würde es nicht ausschließen, dass es das gar nicht gibt, sowas wie eine Rivalität. Aktuell muss ich aber sagen, haben wir das gar nicht. Das heißt, wir gehen eigentlich immer nach dem Motto Fans are Friends. Das heißt, wir haben bis jetzt eigentlich noch keine Leute getroffen, die, ich sage jetzt mal, uns gegenüber rivalisierend aufgetreten sind. Von daher haben wir das auch nicht in andere Richtungen. Sticheln ist natürlich eine Sache, das machen wir immer und ich finde, das gehört auch dazu. Aber mit vor allen Dingen, wie du schon angesprochen hast, Köln und Stuttgart sind wir eigentlich ziemlich gut vernetzt. Das heißt, wir planen Aktionen meistens an den Spieltagen, dass man sich vorher trifft, dass man sich danach trifft oder dass man danach zum Beispiel noch einen trinken geht. Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir machen. Oder als Köln zum Beispiel bei uns war, haben wir den Vorsitzenden dort ein riesen Lebkuchenherz geschenkt mit deren Logo entsprechend drauf. Also solche Aktionen machen wir gerne und ich sag mal so, also vor dem Spiel trinkt man Bier, nach dem Spiel trinkt man Bier und während des Spiels wird dann schön gegeneinander gebrüllt und dann fällt da vielleicht auch mal das eine oder andere nicht so schöne Wort, aber das gehört dazu und ein bisschen sportlicher Ehrgeiz muss auch dabei sein. Von daher, ja, das ist so unsere Art und Weise. Daher sind wir auch sehr motiviert, auch jetzt, wenn wir neue Gegner bekommen, uns natürlich dann auch mit denen entsprechend zu vernetzen und dort wieder neue Freundschaften aufzubauen oder neue Bekanntschaften zumindest. Sehr schön. Also wird tatsächlich das Motto Fans are Friends von euch aktiv gelebt und sehr hochgehalten. Sehr schön. Und ja. Das vielleicht auch noch so eine Sache. Wir haben, als wir uns gegründet haben, viel darüber nachgedacht, ob wir Satzungen von Vereinen übernehmen. Also wir sind kein Verein, wir haben nur so sehr ähnliche Strukturen. Und bei vielen Vereinen stand drin, dass sie eine neutrale Gruppierung sind. Das sind wir definitiv nicht. Also von unserer Seite aus ist es so, dass wir uns ganz klar gegen Rassismus und derartige Dinge ausschließen und wirklich auch gegen Gewalt sind. Das heißt also wirklich diesen Punkt Fans are Friends sehr zentral haben bei uns und der uns auch sehr, sehr wichtig ist, weswegen wir uns dort auch klar positionieren wollen. Sehr schön. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit auch sehr, sehr wichtig und ja. ein großes Zeichen einfach, dass solche Fanfreundschaften auch gelebt werden. Ja. Und klar gibt es die sportliche Rivalität, aber am Ende des Tages ein Bier zusammengetrunken wird und es da eigentlich auch egal ist, wer dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Und das macht das Football ja auch aus. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und ein ganz großes Thema. Ja, also ich habe jetzt letztens mit Achim aus unserem Fanclub gesprochen, also einer von denen, die ja schon ursprünglich bei der Galaxy mit dabei waren und ich fand seine Aussage zu so einem Spieltag sehr schön. Ich gehe dahin, um einen guten Tag zu haben und nicht um dann irgendwelche Rivalitäten auszutragen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch so ein schöner Kerngedanke, dass man das auch einfach machen kann bei uns. Man geht einfach hin und man weiß, es passiert nichts. Wir haben einfach nur Spaß. Und wenn wir gewinnen, haben wir noch mehr Spaß. Und wenn wir verlieren, müssen wir das nächste Mal ein bisschen lauter brüllen. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig uns darüber unterhalten, was nächstes Jahr passiert, was bei euch passiert. Ihr werdet uns aber, gerade du wirst uns in Zukunft hier auf dem Laufenden halten, die Leute einladen, aktiv einladen, ein Teil von uns, ich sage tatsächlich explizit uns, zu sein. Ich glaube, wir müssen aber so langsam mal in der Show weitermachen und ich würde ganz gerne an die Hanna auch mal abgeben, weil ich vermute, nach dem, was du so alles erzählt hast, läuft der Chat schon heiß. Hanna, gibt es da schon erste Reaktionen?
Ja, es haben wirklich sehr viele sind auf das Motto Fans are Friends und Football is Family eingestiegen. Und genau, es gab einmal die Frage, ob der Fanclub ein eingetragener Verein ist. Das wurde im Chat schon beantwortet. Und Charlie, hast du ja auch gerade gesagt, seid ihr nicht. Ihr seid, Genau. ich will jetzt nicht sagen nur ein Fanclub, um Gottes Willen, aber ihr seid ein Fanclub. Ja, also wir haben halt vereinsähnliche Strukturen, das schon, aber das Rechtliche dahinter haben wir aktiv eben nicht gewählt. Ist es denn geplant, wenn ihr größer werdet und irgendwann es vielleicht ja, so sein muss? Oder sagt ihr, nein, wir sind tatsächlich ein loser Haufen von Frankfurt Galaxy Interessierten, aber das Rechtliche ist euch Also noch zu groß? Genau, also die Option steht ja natürlich aus, die kann man ja auch immer wieder ziehen. Aktuell steht das zumindest für die nächste Saison nicht bei uns auf der Tagesordnung. Da haben wir eher so Punkte wie, wir wollen tatsächlich den Hellhound einen neuen Freund schenken, nennen wir es mal so. Also da wird es wahrscheinlich ein neues Design geben. Aber ja, also der ganze Vereins, ja, Trott, den wir noch da haben, haben wir aktuell nicht auf dem Plan. Okay, dann glaube ich, belassen wir es mal mit den schönen Aussagen für die Woche. Wenn Fragen sind, könnt ihr sie immer wieder stellen. Wir nehmen sie gern mit oder beantworten sie dann auch entsprechend. Aber ja. Ja, dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Wir haben es eben angekündigt, die News aus dem Office. Und da haben wir die Alex dabei, die jetzt einfach mal hier gleich ins Bild läuft. Und hallo Alex, schön, dass du wieder da bist. Hi! Einmal hier so da komm rüber, mal rum. komm her. Hallo. Hallo. So, Alex, nimm Platz bei uns. Wir haben uns überlegt, wir brauchen jemanden aus dem Office, weil wir tatsächlich super, super viele Fragen bekommen haben, was so die Galaxy intern angeht. Und da gibt es ganz viele Fragen, die wir ganz schwer beantworten können und wir immer verweisen müssen, ja, wir geben es weiter, aber so 100% wir es nicht beantworten können. Wir haben es euch versprochen, wir haben tatsächlich die Fragen weitergegeben und das Office hat im Hintergrund ganz, ganz hart gearbeitet, weil wir sie so ein bisschen unter Druck gesetzt haben. Wir haben gesagt, vor Weihnachten gibt es da noch eine Ankündigung und wer der Frankfurt Galaxy auf Instagram und allen anderen Kanälen folgt, hat es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, die Dauerkarten. Die Dauerkarten sind da und ab sofort sind sie verfügbar. Und ja, Alex, erzähl uns doch mal ein bisschen über die Dauerkarten. Ja, also wir sind, wie vielleicht die meisten von euch schon mitbekommen haben, letzte Woche mit den Dauerkarten online gegangen. Erstmal mega, mega cool, dass es jetzt vor Weihnachten geklappt hat. Ich glaube, alle waren schon heiß drauf. Ich sehe auch immer, wie alle immer auf Instagram schreiben und kommentieren, wann kommt denn was Neues, wann kommen Spieler, wann kommen Dauerkarten, Spieltermine. Also sehr, sehr cool, dass wir damit online gehen konnten. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, trotz der steigenden Preise im Verhältnis zum letzten Jahr ein besseres Angebot rauszuholen. Also letztes Jahr gab es auf die Dauerkarte im Verhältnis zu den Einzeltickets 10% Rabatt. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr, ich glaube zwischen 15 und 20%. Also man hat 5 Spiele, die man zahlt und das 6. ist quasi dann kostenlos. Und das Coole ist halt, mit der Dauerkarte, die kann man auch übertragen. Das heißt, wenn man mal nicht kann, kann man sie an jemanden weiter, an einen Freund, an Familie weitergeben. Genau. Jetzt kommst du schon zu den Benefits. Argumenten, sich eine Dauerkarte zu kaufen. Jetzt müssen wir aber auch über ein unangenehmes Thema sprechen. Jetzt sind die Dauerkarten teurer geworden und ich verfolge ja auch so ein bisschen die Kommentare gerade auf Instagram, wo so ein bisschen Kritik geübt wird, ja, die Preise sind teurer geworden. Vielleicht kannst du da ein bisschen zu was erklären. Ich meine, das ganze Leben wird momentan leider teurer und natürlich muss die Galaxy auch gucken, wie sie das Ganze finanziell gewuppt bekommt, aber in meinen Augen hat das Office sich ein paar Sachen einfallen lassen, dass die Fans einen Benefit haben, der sich am Ende des Tages auch lohnt. Vielleicht kannst du da ein paar Worte
zu sagen? Ja, also wir haben, ich kann euch versichern, wir haben lange auch überlegt und geguckt, wie machen wir die Preise. Wir haben uns am Ende danach auch orientiert, was quasi das Durchschnitt oder der Durchschnitt in der Liga ist. Bei Hamburg zum Beispiel, die sind nicht so weit weg von unseren Preisen. Ich glaube, die sind sogar leicht drüber im Verhältnis zu uns. Also wir wollten nicht so viel draufsetzen. Wir haben da schon sehr drauf geachtet, haben jetzt aber auch viele Benefits rausgeholt, wo wir hoffen, dass die dann am Ende dann doch dazu animieren, die zu kaufen. Das sind zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, die 5 Spiele zahlen und das 6. ist quasi dann mit drin. Man hat 20% Merch-Rabatt auf, ich glaube, sogar alles bis auf Sales. Das ist ziemlich nice, wenn die Trikots jetzt, die neuen Fan-Jerseys oder auch die alten Fan-Jerseys, da kann man dann auf jeden Fall ordentlich sparen. Die ist übertragbar. Und ihr habt ein Vorverkaufsrecht für die Playoffs und für die Saison 24. Da vielleicht auch schon zu dem Kritikpunkt, der kam, was mit den Dauerkarteninhabern von letzten Saison ist. Wir haben das auf jeden Fall aufgenommen, werden das beim nächsten Mal definitiv beachten. Genau, dass wir da das Vorverkaufsrecht quasi. Aber auch da gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, da wurde proaktiv auch von euch drauf eingegangen. Es gibt eine Möglichkeit, auch seinen Platz vom letzten Jahr sich zu sichern. Ich glaube, es ist kein automatisches System, aber mit einer E-Mail wird einem da geholfen. Ist das richtig? Genau, also wir haben, das ist uns halt leider dann doch durchgerutscht, aber wenn ihr euch bei uns mit der E-Mail meldet, weil euer Platz vielleicht schon weg ist, dann gucken wir, dass wir euch das möglichst angenehm für euch gestalten, dass ihr da trotzdem noch eine gute Sicht habt und einen Platz habt, der zumindest mal in der Nähe ist und vielleicht auch eine kleine Wiedergutmachung gibt. Also wir sind da auf jeden Fall dran, wir haben das aufgenommen. Deswegen auch gerne immer weiter Kritik oder Feedback geben. Also wir nehmen das wirklich sehr, sehr gerne auf. Ja, genau. Es tut mir wirklich leid, dass du quasi heute das erste Mal mit der eigenen Rubrik hier bist und ich so ein bisschen den Finger in die Wunde legen muss und dich so ein bisschen auf den heißen Stuhl hier setze. Aber ein Kommentar der Fans oder die Frage war nach dem RMV-Ticket. Das ist tatsächlich etwas, das uns auch ein bisschen wehtut. Wir hatten Gespräche, wir sind auch immer wieder dabei und sind da hinterher. Wir wollten halt die Tickets nicht so viel teurer machen und wir sind momentan leider noch nicht an dem Punkt, wo wir mit dem RMV so reden können, dass wir sagen können, hey, lass uns das so eine Partnerschaft machen, sondern wir müssen den vollen Preis tatsächlich für die einzelnen Tickets dann zahlen und dann müssten wir auch die Ticketpreise erhöhen, was wir einfach nicht wollen. Wir wollen weiterhin so spielen können, dass wir auf einem Top-Niveau spielen, dass wir oben mitspielen, dass wir es wieder in die Playoffs schaffen, vielleicht auch wieder ins Championship-Game. Und deswegen ist das aktuell noch nicht mit drin. Wir sind aber regelmäßig dran. Wir sind auch dran, die Parkplatzsituation zu verbessern. Also wir haben da Gespräche. Das Hessen Center ist da ja in der Nähe. Da hoffen wir dann, dass wir ein bisschen Ausgleich quasi schaffen können, dass es trotzdem noch irgendwie gut erreichbar sind. Es sind ja Gott sei Dank leider nur 6 Heimspiele plus dann die Playoffs. Genau. Du hast die Parkplatzsituation angesprochen. Ein anderes Thema, was die Fans super interessiert hat, und da kommt Charlie auch wieder so ein bisschen ins Spiel. Thema Tailgating, organisiertes Tailgating. Habt ihr das im Office angesprochen? Gibt es da Überlegungen, dort in die Richtung irgendwas anzubieten? Das ist, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, sogar tatsächlich seit der ersten Saison ein Thema. Da muss man, also wieder haben wir natürlich das Parkplatzproblem. Ist halt leider etwas schwierig dort mit dem Raum. Wir können die nicht herzaubern und wir brauchen ein offenes Dach. Also wir können das zum Beispiel nicht unter der Brücke machen, weil da Grillen dann auch mal schwierig ist. Wir versuchen das aber auch, wenn wir mehr Parkplatz kriegen, vielleicht auch auf einen Metro-Parkplatz oder irgendwo in der Nähe. Wir fänden es auf jeden Fall auch cool, aber ich gebe mein Bestes, aber es sieht momentan leider noch nicht so aus, dass wir das hinkriegen könnten. Wir versuchen aber alles Mögliche. Ich glaube, es ist unser Bestreben hier, die ganzen Fragen an euch immer weiterzugeben und vielen, vielen Dank, dass auch die unangenehmen Fragen so offen und ehrlich beantwortet werden. Das ist, glaube ich, auch so
der Sinn der ganzen Sendung hier, einfach das Ganze transparent wie nur möglich zu gestalten. Das sind die Fragen, die uns so aus den letzten 2 Sendungen hängen geblieben sind. Gibt es denn aktuell noch Fragen, die im Chat spontan aufgekommen sind, Hanna? Ja, unter anderem war jetzt eine Frage, ob so Aktionen wie ein Einlufttunnel oder ein Maskottchen wie Frankie zum Beispiel bei der Universe geplant ist. Also Einlauftunnel bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was damit gemeint ist, weil einen Einlauftunnel gibt es ja immer. Also die Spieler laufen eben aus dem Tunnel aufs Feld und, oder verstehe ich da was falsch? Nee, oder? Ich glaube, es geht um diese Ach so, so ein Aufblasbahn. Genau. Ach so, ja gut. Dann Alex, hier gebe ich die Frage direkt an dich, weil das kann ich tatsächlich nicht beantworten. So rum. Der Einlaufhelm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der ist tatsächlich noch nicht geplant. Was war denn das zweite jetzt nochmal? Frankie, genau. Ja, Also ich glaub, Maskottchen. Ich wollte gerade sagen, Das ich glaube, das ist die Maskottchen. ganze Thematik um das Maskottchen herum. Maskottchen, wir haben Lieferprobleme. Also tatsächlich wollten wir das schon letzte Saison haben. Da gibt es massiv Lieferprobleme. Wir wünschen uns das natürlich auch, damit das auch einfach familienfreundlicher wird, damit jeder, der da mit der ganzen Family kommen möchte, auch die Kinder entertaint hat. Ja, leider hängt es da ein bisschen an der Lieferkette. Aber ihr seht, das Office ist am Arbeiten und die Alex ist da wirklich sehr, sehr bemüht, mit dem Team Lösungen zu schaffen. Und vielen, vielen Dank an euch Fans, die uns die Fragen hier reinschicken und uns Aufgaben geben. Und deswegen nochmal animieren, bleibt dran, schreibt uns die Fragen. Wir gucken, dass wir die Alex jede Woche ins Studio jetzt holen, um uns auch eventuell unangenehme Fragen zu beantworten. Hanna. Noch 2 Punkte, die hier angesprochen wurden. Und zwar der eine Punkt ist, ob es wieder eine Stadiontour geben wird für die Dauerkartenkäufer und ob auch vielleicht sowas wie ein Kids Club geplant ist, der auch immer recht beliebt ist, kenne ich auch von anderen Vereinen tatsächlich. Also die Stadiontour ist aktuell nicht geplant, aber wenn ihr euch das wünscht, also da können wir ja gerne noch mal gucken, was sich da machen lässt. Das war ja, ich sag mal, kein großer Aufwand. Es hat sich natürlich nicht so viel geändert. Wir haben immer noch das gleiche Stadion. Aber wenn man sich das wünscht, können wir da gerne mal gucken. Also schreibt es ruhig in den Chat, wenn ihr das cool fändet, nochmal eine Stadiontour zu haben. Und Kids Club fände ich auch schön. Also auch da sind wir gerade am gucken, auch dass die Powerparty ein bisschen interaktiver und cooler gestaltet wird. Das sind gerade die ganzen Themen, die bei uns auf dem Tisch liegen, die tatsächlich auch auf meinem Tisch liegen. Also wir sind dran. Da könnt ihr... Wenn ich da gerade eingrätschen darf. Also wir hatten ja auch ein bisschen davon geredet, was unser Fanclub so ein bisschen auch vielleicht für die nächste Saison geplant hat. Richtung Kids Club sind wir da auch auf jeden Fall an Punkten dran. Charlie, da höre ich, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, wir haben eine lilane Zukunft vor uns. Das freut mich natürlich umso mehr. Sehr gut. Ich glaube, fürs Erste und für den ersten heißen Stuhl langt's, Alex. Du bleibst bei uns. Wir würden jetzt gleich zu unserem ersten Gast kommen. Und vielleicht erstmal die Frage, gibt es eine Entscheidung bezüglich der Umfrage, ob wir übersetzen oder Ach so, nicht ja. übersetzen? Tatsächlich lassen wir es auf Englisch. War jetzt die Rückmeldung von fast allen. okay, gut. Alle sprechen Englisch, super. Falls irgendwie doch zu irgendwelchen Verständigungsproblemen kommt, schreibt da Hanna und dann wird sie winken und übersetzen. Sehr, sehr gut. Anscheinend. Gleichzeitig. Kommen wir zu unserem ersten Gast und ich freue mich und man sieht es mir schon wieder an. Ich freue mich total, dass er auch nächstes Jahr wieder bei uns ist. Und diesmal betrifft es mich ganz, ganz besonders. Freue mich total, dass ich mit ihm ein weiteres Jahr arbeiten kann. Ein Spieler, der jedes Training 120% gibt, jedes Spiel 150% gibt. Und es ist einfach eine große, große Freude, mit ihm jedes Training zu arbeiten. Und freue mich, dass er sich auch für uns wieder entschieden hat. Ich will gar nicht mehr sagen und will viel von ihm wissen jetzt. Willkommen zur Show und schön, dass du wieder da bist, Kevin Mwamba. Hallo. Hello. Hi, everybody. How you doing? Good. Kevin, have a seat.
Nice to have you on the show. Thanks for having me. And I was talking in the highest tones about you, and I'm glad to have you back here in Frankfurt, and that's going to be your third season now. And I can't wait for the season to start, to work with you again. First question for you. There's going to be a franchise in your hometown, and we had a player, Cheku, and he decided to play for his hometown. So why didn't you choose to play for your hometown, and why did you decide to play for the Frankfurt Galaxy again? Me, it was mostly for personal reason that I didn't want to go back to Paris because I wanted to stay and live here in Germany to explore some other side of life, I guess, if you can say that. And even if Paris had some attractive coaching staff that I've been lucky to talk to as well, I just decided to stay here for personal reason, and also that Frankfurt became my second home as well. And I wanted to finish what we didn't have been able to do last season, so which means doing the playoffs and take back that championship. I like that. That's a good answer. You were talking about the coaching staff in Paris, and there's a guy, Marc Zuma, who's now the GM in Paris, and he has a big history in Frankfurt because he played in Frankfurt in 2003, I guess. Did you talk to Marc about the new franchise? So yeah, with Mark we've been talking at least for a while, and actually, what's funny is that I didn't know that he played for Frankfurt back in the days, and I noticed it when I saw some pictures. So it was funny because he played also in the same former team as me in Paris, Flash de la Courneuve, and so yeah, we talked about it. It was almost convincing to me. I'm not gonna lie, it was very convincing. But at some point, I made a choice for myself and not for what people would love to see or whatever. So I'm very excited about this. And even though I'm not going to Paris, I'm not going to lie, I'm still excited for the hometown because I think Paris and even France need to have the franchise of ELF because we have many talents over there. And they need a team to show their skills and what they're able to do. And after, maybe that could open doors to go to other teams or maybe overseas, who knows. So, yeah, I'm still excited for Paris and Marc Tsumat that he has been able to finish that project. So it's very, very nice for Paris too. All right. So let's talk about your last season. In my opinion, and I think my opinion goes with all the coaches in our coaching staff, you're the most underrated tight end in the league. You're not getting the love that you're supposed to get. How do you feel about that situation? I would say that, how can I say that? Honestly, the disrespect, I just got used to it because since I've been playing tight end, he's always been like this, always been underrated, and also because I'm not like all the other guys, like 6'4", or so 6'3", I don't know, but I'm not just like them. I'm just different, but I know I'm able to do some stuff that guys who are taller and bigger than me are doing, and it just go over my head. For me, it's just fuel. Like, if you don't think that I'm that good, that you don't want to talk about me, it's all good. I'll just show you on the field, and after we can have that talk, but it will be too late. But the most important thing is that I know my worth. Like, some people are very surprised sometimes when they see me making plays, but Mamadou, we were talking about it too. A former teammate of mine who was playing here also the last 2 seasons. He's never surprised because he knows what I'm capable of, and he knows that I'm not the guy who's like
interesting about stats or stuff like this. That's why I think they don't talk about me, because I don't have like amazing stats. But if you know football and you watch the games, you know what is my job and you know what I'm doing, and I'm very good at it and I'm fine with it. So they could keep just underrating me. I'm okay with it. I'm fine. And tell us a little bit about your feelings about last season. I mean, we in our first season, we won the championship, Yeah. and last season we didn't make the playoffs. So tell me about the feelings you had after the season. So after the season, I was pissed because I think we didn't have the constants. We wasn't constant in our work like we were in the first year. Plus, we had also new teams, and I think that we were over ahead after the first championship, which could be also normal when you have some players who never won, like for example, a championship or something like this. So you get overexcited and you forget the work that you have to put in. So I think that I'm talking as a team because we fell as a team like this. So I think that was very unfortunate. And on an individual perspective, for me, I didn't think that I've been able to play like I should too. I got injured also for 4 weeks, if I remember correctly. 4 weeks, but I mean, I got back better, did my job, and yeah, I mean, it was sad that we didn't make the playoffs because it was very, very close. It's a game of inches, like everybody says. So yeah, it was disappointed, but I think that's a lesson that we need to take forward for the next season for the guys who are staying here and for the new guys to come as well, to know that where they are going in, to know that we're not gonna have any sympathy at practice or in the games. Talking about next season, what are your personal goals for next season, and what are your goals for the whole team? For the whole team, like Coach K said, win the championship again. We're not gonna settle for less. And what's funny is that some people are very afraid to say stuff like this for whatever reason. But when you know what you want, you shouldn't be afraid. And of course, a lot of smoke we've come with this, but that's the sport. That's how it is. And yeah, so for the whole team, nothing less than the championship. And individually, same thing. Keep doing my job. Do even more than last season. Like last season was good. That was just a glimpse of what I'm capable of doing. So yeah, next season is just being on top of everybody once I get the ball in my hand, and also be as good as the blocker as the O-line. Let's say that. Nice. Ich sehe im Hintergrund die Hanna, schon halb winkend. Hanna, was hier nur sagt kaputt das über die Internet? Kommentare. Was geht so im Chat ab? Okay, Moment. Okay, so one of the questions was, who's your NFL tight end role model, and who's like your role model play-wise in general? Kind of like a Better say two-in-one your question. My NFL model, tight end model, was Tony Gonzalez and also Aaron Hernandez, because Tony Gonzalez was just a beast as catching the ball and also blocking. And Aaron Hernandez, because we were the same height. I'm the same height as him, and I tried to craft my game around him when I was younger. And yeah, that's just it. And in general, right now I would say what's his name, George Kittle, because George Kittle is the same thing. He's not really. I mean, he's not a stat guy. He's doing good stats, but he's not really a stat guy. But he's very complete tight end because he blocks, catch the ball, move the chains, trucks people, having fun, talking trash, which I like to do it too. Especially the trucking people thing. Yeah. This is one thing we as fans really love. Just
maybe it's just me, but in the stands, I'm shouting, and I love to see when you have, I don't know, 3 or 4 guys all hugging at you, and you're still going, and I'm like, that's nice to see. I love that. Just a quick note from my side. I don't know. Do we want to continue with a question from chat, or am I allowed to ask a question too? Go ahead. No, go you're ahead. not allowed. You have such a nice connection. Maybe I can bring a little bit fire into that connection. So since Flo is your coach, how is he as a coach? No, Coach Flo, honestly, and not because he's here. I always say that every time, and we asked the question about him. He's a very nice coach. In my life, I only had 3 coaches for me as a tight end. So I have one in my former team. I have one from the national team, Coach Nomi, former head coach from Hamburg. And I have Coach Flo. And what I really like with him is that he doesn't settle for nothing with me. Like, he knows what is my goal, what I want to do. And I don't like coaches when they just, oh, you're good, don't worry, everything is fine, blah, blah, blah. No. I hate that. So it's not sugarcoating. I don't think I'm allowed to curse, so I'm not going to curse here, but I hate that thing. I hate when coach tries to coddle you or something. But I prefer a coach when he's honest with me 100%, because I know that I can count on him, at least here also on the field, but also off the field. And for me, that's the most important thing. Okay. So yes, we can have fun, but when sometimes I just go maybe a little bit sideways, you put me back in my places. Okay. When I could have a good game in the eyes of the fans, for example, but when I go check back with him, you have to check out this, and that. Small details, and for me, small details make the difference. And I found this with Coach Flo. Oh, okay, nice. Didn't expect that, huh? Sometimes, maybe there's a little bit of a bias there. So is he a quiet coach, or is he one that? No, he's starts quiet. shouting? He's quiet. He doesn't. You see, if he's shouting, it means that something is really going wrong. But he's quiet, and but he talks real with me when things are not good. Okay. But it's never, it's never heating up between us. Okay. We have a really tight connection and an honest connection. Okay. And the ultimate goal is to make him better as a player, as a person as well. And Kevin is just a player you as a coach are asking for, because he's always listening. He's given 120% each practice. So if he's fucking up something, I'll be on his ass, But at the end of the day, he's a good guy, and I'm proud to be his coach. Yeah. Now we're getting sappy. There are tears coming. Oh yeah. Okay. So since 2023, so next season will be your 3rd season here. How did you came to Frankfurt, and what did you make you come to Frankfurt in the first place? You want to know the whole story? I don't know. What are we Go for it. time-wise? Because it's very We long. want to know the whole story. So the whole story, I'm not going to mention teams, but so the whole story with Frankfurt came with started before even the ELF started. Oh, okay. Yeah. So I was in a former team in the GFL, and then I transferred to another one. Yeah. And so to coming into the 2020 season, I know Coach K hesitated to bring me in before, because he heard some things about me from the first team that I got in GFL. Oh. And luckily, I played with Yannick Kiel and Genna Adams. Yeah. And also, they put the good words in me with Coach K. Okay. So we had a talk, and we're interested. So COVID happened. No. Then me, honestly, I wanted to stop playing. I just wanted to retire because I won everything that I had to win as a player. But I had a message from Coach K, like, are you interesting to play for Frankfurt?
something will happen. Yeah. Just want to check. Okay. So it happens, and we had that talk, and I said, okay, let's go. Basically, I was just playing for 1 year. Oh. 1 year, retire after the title, then I was done. So it was fun. I like the team. That's good. I wanted to continue to play, so I decided to stay. Oh, And today we are here. yeah. And we are glad that you are back. So I don't. Yeah, you're also glad he's back. Oh yeah. Oh yeah. I can see it in your face. So since you're counting as an European import, the question, I don't know, just be honest. I mean, we had some issues in the first season. So, what do you think is important for an import player to be able to bring their their full skill set and everything onto the field? Like, what the team has to bring on Yeah, the table? so or- the team, or more like the organization. So what do you as an import player need to fulfill your role in the team? Oh, me, I just need honesty. Like, for example, when you say something, don't change it. Okay. Like stuff like this. So I'm talking about football-wise. Yeah, yeah. So if you're talking about how your role on the offense will be, how you will be used, don't. If you say something, stick to your words. But then again, if something happens that has to change, I can understand that too. And also the comfort, like housing, be able to move around the city, Yeah. and of course money too, because Yeah, of course. the thing now with a league like this, players will expect, like, we do not expect millions, No. but we expect to be paid at least so that we could put money, for example, aside, be Yeah, of able to course. leave, I mean, stuff like this. It's your prime time Yeah. in life, and you're setting the stones for your future. Yeah. So it's I can imagine it's important to also have a good life and also be able to Yeah. put some money aside. So of course. There's not just that as well. Like, you also have be able also to trust, like, the staff that you have around you, especially the medical staff, for example. Yeah. And I know that with Frankfurt, I'm very happy that the guys that we have, Yeah. because they, I know when I got injured, like, maybe some players would just say some other stuff, some stuff different, but nobody has the same experience. And Yeah, it of also course. depends on so many levels, it depends on many levels, on many things. But I'm glad that with the staff that we have here, medically speaking. So yeah, I mean, So even the injury you had last season was treated. it was treated good. I'm lucky that it wasn't like a major injury. Yeah. But So- also the small things are Yeah. mandatory to be fixed. So Exactly. But yeah, no, the things that even when we weren't happy with something that happened, they tried to work around it. okay. So I don't have to complain about this. Okay. Yeah, it's just a question for me Yeah. because as a fan you don't have the insights and since football is an international sport, we at least I am interested in how your life's going. What are or how do you make your choices to be so far away from home? So I mean, Yeah, it's not easy. I'm not gonna lie, because I'm not an exception, but a lot of players are making sacrifices. yeah. So at the end of the day, it's just a choice. And if your family and closest friends can understand that choice, it's Yeah. even better. Okay. But if they don't understand it, well, you just have to be tough mentally to go over it. But sometimes it's not easy, but sometimes it's okay when you have the support of the people that you love. Nice. Hanna, gibt es denn noch Fragen? Ich habe gerade gesehen, es wurde angemerkt und beobachtet, dass unser Baum
nicht leuchtet. Ja. Und der Adventskranz leuchtet auch, Also möchte ich nochmal kurz vielen sagen. Dank, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so aufmerksam seid und kleine Details seht. Sehr, sehr schön. Mittlerweile leuchtet er tatsächlich, um das Weihnachtsfeeling noch größer rüberzubringen. Ja. Auch der Adventskranz leuchtet. Ja. Das nur kurz angemerkt. Also da sind wir auch proaktiv immer dran. Vielen Dank für diesen kleinen Hinweis. Aber gibt es noch eine Frage an Kevin, bevor wir dann zu unserem, und jetzt verrate ich schon, zweiten Studiogast heute kommen? Ich sage es auch nur ungern, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen den Zahlen zulegen, weil wir haben nämlich eigentlich nur noch 10 Minuten und ja. Also, ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Okay, the next question. So, someone was asking if you get nervous when you know that that you are getting the ball next, and what kind of feeling it is when you hear the fans like scream in delight and freak out. They're asking if I'm nervous, if I know that I get the ball next? Yeah. That's the question? That is the question. No, I'm not nervous. kidding. I'm not nervous. No, the only time that I'm nervous and like everybody else is just like before a game, like, because I have pressure, and pressure is always good because it's just how you handle it. So my answer to that question is the same. Like Okay. even if I know I get the ball next, I'm not nervous. I just know how to handle my pressure. So at the end of the day, it's just like the routine, I guess I could say that. The only thing where I'm nervous is just like where they're gonna try to aim me to bring me down, because I know that they're not gonna come on the upper body. So most of the time they're probably gonna aim for the thighs, knees, probably worse the ankles. But no, I'm not nervous. It's just fun, and as soon as I get the ball in my hand, I just know what to do. So everything is okay. Nobody's nervous here. Something you're thinking of when you get the ball, or you just run and... When I get the ball, Yeah. if I tell you what's going on in my mind when I get the ball, you're probably not gonna believe me, because there's I don't know how to say that, but there's a whole process going in my mind. I know if I get the ball here, depending on how they are covering in front of me, I know who's going to probably hit me first. And after that, I just work with what I have in front of my eyes. And after the rest of the job, that's what practice is for. And that's why at practice, I always, when I get the ball in my hand, I always run like I'm in the game, just to be ready, not to be surprised. I'm like, I should have known that. Oh, I should have done this. I mean, Coach Lo could tell you. He could tell you when he saw practice sometimes when he was here, but I don't. Just like I'm at practice. Practice is harder than the games. Charlie. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir über zu unserem zweiten. I Gast. have one more. Eine One more Frage weiter. question. Yeah. One more question. Okay, Hannah, let's go. Okay, so pretty much the last one, I think. What was the toughest game last season, like atmosphere-wise, or because it was a strong opponent? Okay, now I'm excited for the answer. So, the toughest game, the one that I'm going to mention, is not because the opponent or the atmosphere was tough. It was just because the game was a good football game. Just say like there's two big teams playing against each other. It was against the Renfire with both games because Renfire, they are a good team. They have been able to adjust to us compared to the other teams, to be honest. I'm not going to lie. Tough players, going downhill, games just like we like. And that's a rivalry game. I don't like that team. I'm just going to say here, That's funny because I don't like that team. Like, it's just, if you ask me between Hamburg and them, I think Renfire is just, the level that I have in my mind about Renfire is higher than Hamburg, probably. The predictions is true. We are playing both of them next Even week. better, that's good. That's how you get better, and that's how you get better, playing against good teams. So, yeah. So my answer to that was Renfire.
Good answer. I think a lot of players said that have been here. Irgendwie alle. Ja. Ne? Also wenn wir uns die letzten when you have a zwei... team who beat you twice in a year and you didn't win by just a field goal, Oh ja, of course you're gonna say. If somebody say otherwise, is a liar. Ja, dann, you're right. dann würden wir das doch am besten gleich mal tatsächlich zur Sprache stellen und unseren nächsten Gast entsprechend einladen. Ja, die Hellhounds oder die Geschichte der Hellhounds ist ja tatsächlich ein bisschen geboren aus der Tatsache, dass wir die Linebacker bei uns oder dass die Linebacker sich selber als Dogs bezeichnen und wir Dogs natürlich auch in der Liederhölle dann entsprechend als Hellhounds übersetzt haben. Und so sehr freue ich mich tatsächlich darauf, heute einen Linebacker bei uns begrüßen zu dürfen. Louis Achantre. Hi. Hi. Louis, I'm a sit here. have a seat. Yes. Squeeze in a little bit. Yeah. It's getting Passt ihr da tight. zu dritt rein oder soll ich? Yeah. No, that's Gonna fine. make it fit. We're gonna Good. squeeze a little bit. Not so big. Oh, you're looking good. You're looking good. Welcome to the show, Louis. Thank you. Glad to have you back on the team. Me It's going to too. I'm be happy. your second year in purple, Mhm. and well, you're on the other side of the ball than Kevin and me. Mhm. So yeah, Charlie was mentioning it, and just give us a little information about the defense and your relationship to Coach K, and yeah, just let's talk about Coach K and your relationship to him. I think the relationship that we have got really better. So Yeah. I like the way he coaches because he's really hard on players and he's a lot about details. And I think that's a big thing important in Europe, especially when they want the defensive player to do their assignment instead of some kind of freestyle sometimes. Yeah. And I think he's really good with this, and we also get along together really well because we both see the football this way. Mm. And the other thing is the relationship is better and better because we get to know each other, and now he trusts me even more, and I trust him even more. And yeah, it's pretty good. So is that the main reason for you to stay in Frankfurt and to play a second year in Frankfurt, that the relationship got even more intense with him? It's one of the reasons. I would say there is many, but of course it's always good to play for Coach K, and yeah, he's the type of guy you want to go to war for. So it's one of the reasons. Yeah, I would say. Would you say that certain events or yeah, maybe also, yeah, let's be frank. So the injury of Gauthier, I would say it had a big impact on you and on your role in the team and in the defense. So would you say that this is one thing that changed, or that yeah, strengthened the trust between you and Coach K? I mean, the injury of Gauthier was really hard for me because he was a friend of mine before. Yeah. So I was really happy to play with him, and when this happened, I was really sad. But I would say I still always have this role kind of in every team I go to, you know. Mm-hmm. So I would not say it changed a lot, and you know, we had somebody else who could replace and did good. So no, I would not say it changed a lot between me and Coach K because of Gauthier injury. But yeah. Okay, but so if you say that you and Gauthier are friends and have a special relationship on that side, and so off the ball, do you had any I don't know, rivalry feelings, so that on the other team, so that you would say, okay, they took out my guy, and now you're gonna get something in return? No, I don't think like this so much. You know, Okay. anybody can get injured. It's just accidents. It's not something that somebody wants, I guess. So yeah, I would not say this. So like this. it didn't start any fire in you. No. So okay, if it didn't start a fire, so then tell me what makes you tick, or how do you
how do you going to play the sport mentally? So if it's not, Yeah, I think this is the point. I'm really a type of player who plays smart. So I have to play physical, of course, because it's my position and stuff. yeah, cool. But I really play football smart, and I don't get anger. Yeah, okay. You know, when I play, I'm really chill and cool, and Just I don't focus, get into focus on your job and what you have to do. Yeah, I try to understand what they do, and sometimes I can tackle the guy in front of me and still be nice to him, and I will take him up, and I say good job still, you know, and it's more fun than mean or mad, you know. Okay. But but in general, you're gonna focus on the play and on the team, and this is because you. Is it a thing that you are just on the field or also in private? You mean smart? No. Ow. No. That you are more. Not emotionally. So that you are more on a theoretical and. Yeah, I'm more chill guy and calm and. Okay. Always. Let's talk about the upcoming season. Last week we were talking about a potential league of the conferences and about our potential opponents for next year. The rumor said we're going to play Rheinfire, Hamburg. What else was it? Paris. Istanbul. And Cologne. Thank you. Give us a little thought about the potential opponents next year. I think it's going to be really interesting. We have this big rivalry like we talked about earlier with Düsseldorf, and there is big crowd and stuff, so it's always interesting to play those games. I think there might be a little rivalry also with Hamburg and Frankfurt since the first year, I don't know. They are also a good team, great organization, they have a lot of good players, so it can be really interesting. And then I'm really looking forward to play against Paris also, because of course it's from my country, so I will play against some friends, and I will see what they can do also actually, so it's really interesting. And then I think Istanbul, they have to prove something, so maybe, like we saw for Barcelona, they had a tough first season and then they were really good, so maybe Istanbul is able to do something like this. And then Cologne, I think they have to rebuild also something, so let's see what's going to happen, but I think it's a really interesting conference, and a lot of good things can happen. It can be really nice. So if it's like this, I would be really happy. All right, good. What would be the favorite away game and the favorite away travel? What would you say? What do you... In the conference we talk about? Let's talk about the interconference. And there was no rumor about the interconference game yet. Yeah. Well, there were a little bit, but I'm not going to say anything about it. But is there a favorite city you prefer? So I think I would like to play Zurich because I played in Switzerland, played for Bern back in the days. So might be interesting to play against some guys and in Switzerland also because I was living there. But I think also maybe Milan can be really nice. They might have a good team and it's a good city, so it can be nice to go there. Let's see. Let's see and let's hear and let's read about more rumors in the upcoming weeks. Hannah, haben wir denn weitere Fragen? We do. One question is: do you have a ritual to prepare for a game, and what is it? What is it like to run through the tunnel at the game? Well, before the game, onto the field, obviously. So a ritual, I would say no. I'm not doing something special. I would not say I put my left socks first or something like this. I don't do that, but maybe something a little bit different, and then that come back again to what I was saying. I try to be into the game as late as I can. So I like to stay out and talk and think about something else and really stay as chill as I can and just get my mind out of it, kind of. Mm-hmm. And then when it's time, but I want to take this as later as I can so I don't get too nervous or too hype, and then I go crazy and I do stupid things. So we need to keep this line. And I would say I'm more like this. And the second part of the question was?
the feeling when I ran through the tunnel. Yeah. It's a really good feeling, I would say. Especially, I remember, and I will always remember, I think the first game of the season against Rainfire. The stadium was really crowded and it was really noisy, and they were calling the name of the defense. So when they called my name, I just ran, and then everything just got blurry a little bit from all the noise and stuff. It was really crazy. It's a really nice feeling. Yeah. So we need the people in the stadium to get that feeling again. Of course. So, Yeah. kauft eure Tickets, damit die wieder das geile Feeling haben können. As much as possible. Anna, gibt es denn noch weitere Fragen im Netz? Yes, Moment. Ich muss erstmal sortieren hier. Do something about the camera angle. Oh, man sieht Charlies Haare ein bisschen. As I just said, we need to do something about the camera angle. I see someone's forehead. And there. Okay, now I see it, yeah. Okay, so a question for both of you. Kevin said the team was a bit overhyped at the beginning of the season because of the winning championship game. How will the start of the season be, and what are your expectations? How would do what? The start of the next season, what are your expectations? Oh, well, honestly, compared to last season, we have nothing to lose. Like, everything just started over. So, everybody thinks that whatever the ELF media said that we done, it's good. I'm happy that they think like this. And honestly, it's just, sometimes it's good to take a setback and come back better. So whatever happens, so the start of the season, I'm not going to predict anything, but just going to predict that we're going to be focused and ready to do our job. That's the only thing that I would say. Yeah, I think there was a lot of pressure on a lot of people from winning the first championship game. I think it was also on me and all the new guys. We came into the new team and they are champion, and then we have to deliver also. And this was maybe a little bit trouble at the beginning, but I think for next season it's going to be different. Now we have this pressure relief, and we can just go 100%. Yeah. What are you guys thinking about the whole ELF and the whole process about players getting better and the league is getting better? Do you see a progress in the whole league? That was it's actually one of the fan questions. Great that you're Oh. asking it. nice. Two birds with one stone. Yeah, the league is growing, so of course it's attracting more players, and of course then they are better. So yeah, we can see it's always better teams, and even like from the first year to the second year, I was like seeing all the name of the signing, and I was like, oh, every team is now really going to be competitive and have great player at every position, and now it makes the things even more interesting. We have to compete for everything like this. Yeah. What do you think about the other signings? Is there a signing you would say, wow, that's a blockbuster signing? Or is it in your opinion, what's the biggest signing so far? Me, honestly, I just check the signing from now and then, but there's not blockbusters that I've been surprised, but I think there will some blockbusters that will come, who people will be surprised. I will not be, but people will be surprised. Oh, okay, so Some mystery. Mystery, I'm not gonna say anything. Smiling faces? I cannot blow it, but no, I mean, like Louis said before, it's just good to see the league progress year after year, regardless if people are criticizing or whatever. Not everything will be nice like this in the first year. So even for new teams and old teams that are here, they have to get better if they want to stay competitive. But if I can say something about the signing, honestly, we almost know everything before it's announced because we know the players. Yeah, also. So we can easily talk. We know a player in every team, so we can talk, and they say, oh, this guy might go here and here. So we kind of know a little bit. We have an idea. I would say maybe it's a big thing for Paris to get Zach Edward because he's a really good player. So of course it makes a lot of hype around them. But like I said, we kind of knew, so it was like, okay. okay, so Just Same good, same just good name, for us. but different team. Same name, different team. So it's, Yeah, you know. yeah, exactly. No. No. Yeah, we don't say Well, at nothing. least We we I'm try. not gonna say anything.
So, Aber ich glaube, im Chat werden noch ein paar Fragen gestellt, oder? Gerade was so das Training untereinander, gegeneinander angeht. Ich glaube, da war noch eine Frage, oder Hanna? Ich mache erstmal weiter mit. Wo war es denn jetzt? Memes of ELF asked if. shout out to Memes over here. Exactly. I love that. We love that guy. Good guy, good We guy. love that guy. They are commenting a lot. I'm just gonna say that. They are asking, Louis, are you like double deal with Nasri? Double deal? Like both playing for Galaxy. I'm not sure we can. Who's this guy? We know who he is. Who's We this know it. Nasri guy? I don't know what he's doing. He's on, I'm my own. Ja, He is the only guy I don't know where he's signing actually. Let's say it like this. ja, da müssen wir die Fans, glaube ich, ein bisschen noch um Geduld bitten. Ich meine, wir haben noch reichlich Sendungen vor uns und wir können jetzt hier nicht alles rausposaunen. Und In einer uns, Episode alles geleakt. Da wurde schon über die Divisions schon wieder diskutiert, ob ich jetzt aus versehentlich was geleakt hätte. Nein, wir wissen auch noch nichts, möchte ich nur noch mal kurz sagen. Das war eine Anspielung von letzter Woche und wir wissen auch offiziell noch nicht, welche Divisions Nice try. nächstes Jahr. That's right. Exactly. Oh, Aber Kevin's getting gerne some einen love. Aufruf, weitere solcher Love him too. He knows. möglichen Sachen. Was war die Frage? Entschuldigung, Alex? Nee, ich habe nur gesagt, um das weiterhin so aufrechtzuerhalten, mit möglichen Sachen, die in der neuen Saison kommen könnten, gerne Memes schicken. Also nicht nur von der Memes auf ELF-Seite, obwohl die sehr gutes Material teilweise postet oder oft postet. Gerne auch von anderen Fans. Also wenn ihr Memes habt, ne, rein damit oder auch irgendwelche möglichen Sneaks in die neue Saison. Wir diskutieren die hier gerne aus. Oh ja, sehr gerne. Um, By the way, Memes of ELF wrote, I love you, Kevin. Love you too, man. Again, really sincere love. Should I do one more question and then we are 10 minutes Yeah. over right now. Yeah, let's do one Yeah. question more. What are your favorite opponents? Do you have friends on other teams? Both of you, I guess. I have a lot of friends in a lot of teams. Oh, that many friends. Hmm? I don't have that many friends. You don't? not on the field. Not on So the Kevin field. is looking for friends. Not on the field, but me to answer that question honestly, Paris, because Favorite opponents? it's my hometown, and I would have a lot of my former teammates from my first team that would probably be playing over there. Even maybe some players that I coached when I was coaching there too. So yeah, I'm very excited about that game because you know how it is. You know when you play against some friends that you know from plus 10 years, Yeah. it's just gonna be a, how do you say that? Un cocktail explosif. So it's like a cocktail that's gonna be explosive. So yeah, I'm looking forward for that game, to be honest. Yeah, from last year, my favorite opponent was Tyrol Raiders, I think. They played good football. It was really interesting. We had really good games against them. Yeah, it was good. Sehr schön. Ich glaube, Hanna hat es jetzt schon zweimal angerügt. Wir sind 10 Ja. Minuten über die Zeit. Liebe Fans, vielen, vielen Dank für diese vielen Fragen. Stellt uns diese Fragen weiter, weil nur so lebt die Show. Wir werden Nur das so auch wieder können wir das ganze Format aufrechterhalten. Schickt uns eure Fragen. Die Fragen, die wir jetzt gerade nicht beantworten konnten, werden wir im Nachgang nochmal wieder hier ganz kurz besprechen. Und Hanna wird sie dann wie letzte Woche auf Insta hochladen. Von daher haben wir da eine Menge Content, die wir euch noch an die Hand geben. Ganz wichtig dabei, folgt uns auch auf Instagram, damit ihr die Antworten seht in Ganz der Story. Sehr wichtig. Absolut. Ich darf vielen, vielen Dank sagen. Alex, vielen Dank für die neue Rubrik. Entschuldige mich für die vielleicht unangenehmen Fragen auch am Anfang der Kein Show. Problem. To y'all, thank you for being here.
thanks for those answers and the little sneaks, the insights in our team. Nächste Woche werden wir ein Special haben. Nächste Woche, Hanna, und da kommen wir nochmal zum Abschluss zu dir zurück. Heute hast du die letzten Worte. Ich sage Tschüss bis nächste Woche. Wir sind wieder am Montag da. Heute war nur eine Ausnahme dienstags, also nächste Woche wieder ganz normal, Montag 20 Uhr. Hanna, nochmal an dich. Die letzten Worte mit der Ankündigung zu unserem Special für nächste Woche. Ich sag schon mal, macht's gut, frohe Weihnachtszeit, bis nächste Woche. Genau, abschließend noch nicht ausschalten bitte. Abschließend noch, wir sind nächste Woche am 19. wieder Montag dabei, ganz normal um 20 Uhr. Und einmal möchte ich noch mal kurz auf den Promo-Code hinweisen, den wir gerne noch mal unten einblenden können, der bis heute Abend um 24 Uhr gültig ist. Dann noch ein anderer Hinweis, und zwar würden wir uns auch immer noch freuen, wenn Fans, da hatte ich vorhin jemanden im Chat mit einer alten Galaxy-Regenjacke, wenn wir Fanartikel hier noch ausstellen können. Ihr seht, es ist heute wieder etwas leerer als letztes Mal. Wir haben da hinten die Jerseys und die wunderbare Flagge hier bei mir. Und würden uns freuen, wenn ihr die Sachen uns gerne schickt oder vorbeibringt. Die können wir hier ausstellen, ja, super Formulierung. Und ansonsten haben wir nächste Woche zum Thema Weihnachten einen ganz speziellen Auftritt. Und zwar haben wir ein paar der Galaxy Dancer, also meine Teamkollegen, hier, die einen kleinen Auftritt haben im Christmas Spirit. Und da freuen wir uns drauf und hoffen, dass ihr ganz zahlreich auch wieder einschaltet. Und werden eventuell auch einen Interviewpartner auf der Couch noch haben von den Dancern. Und genau, da freuen wir uns drauf. Also nächsten Montag wieder 20 Uhr auf Twitch. Wir freuen uns auf jeden Fall und folgt uns auf Instagram. Da werden wir noch die restlichen Fragen beantworten. Genau. Und dann sehen wir uns, ich würde sagen, nächste Woche. Dann verabschieden wir uns. Bis dann, nächste Woche, Montag, 20 Uhr. Bis dann. Wir sehen.